Automobildepression. Wir haben heute mal einen kleinen Tipp für euch. Ihr habt sicherlich mitbekommen, es gibt wieder IAA. September war immer IAA-Zeit. Heute heißt sie nicht mehr IAA, sondern sie heißt IAA Mobility, was darauf schließen lässt, dass jetzt da auch E-Bikes, Schiebkarren, Rollschuhe, was weiß ich, alles Mögliche gezeigt wird. Und das ist auch genau die Krux. Die deutsche Automobilindustrie ist ja in einer wirklich tiefen Krise. Und es gibt da einen wunderbaren Zeitartikel, auf den ich gestern gestoßen bin und den ich euch mal nahelegen möchte. Die Überschrift alleine schon, die trifft im Prinzip genau den Ton, den wir hier auch bei Automobildepression gerne einschlagen. Wir fahren es noch, heißt es da, aber wir fühlen es nicht mehr. Das heißt, das Auto ist im Prinzip seiner Geschichte beraubt worden. Das finden wir ja auch. Also die Autos heute, die gebaut werden, sind absolut emotionslos, sehen fast alle identisch aus. Es gibt nur noch eine Karosserieform und die nennt sich SUV. Und die Elektromobilität, die sicherlich sinnvoll ist, ich will jetzt die Diskussion nicht aufmachen, führt aber auch dazu, dass die Autos wirklich einheitlich sind und dass man wirklich kein Feeling mehr für diese Fahrzeuge hat. Und ich sitze jetzt hier gerade in einem W124, den wir euch ja auch schon mal vorgestellt haben. Und ich erinnere mich noch ganz genau, als 84, 85 dieses Auto vorgestellt wurde und die Menschen fast aufgeregt waren. Das war echt ein Happening, wenn Mercedes eine neue Mittelklasse vorstellte. Und vorher hat schon die Presse darüber berichtet, wie kann er aussehen, was hat er für Innovationen, wie wird das Design sein, wird er an den alten 123 anknüpfen oder macht er alles anders. Also das war wirklich ein gesellschaftliches Ereignis. Und naja, wir haben das auch gefühlt. Also ich weiß noch ganz genau, ich bin damals dann mit diesem 124 auch relativ schnell schon gefahren. War gerade die Zeit, wo ich einen Führerschein gemacht habe. Und das war einfach ein Auto, was alles anders gemacht hat, das man früher von Mercedes so kannte. Und das war so eine kleine Revolution. Wenn heute ein neuer Mercedes vorgestellt wird, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Dinger alle heißen. Und ehrlich gesagt, mich interessiert es auch gar nicht mehr, weil das berührt mich nicht mehr. Also es gibt keine Emotionen mehr. Wir haben heute unglaublich viel Elektronik in den Fahrzeugen, Elektrik in den Fahrzeugen, aber einfach keine Emotionen mehr. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was die deutsche Autoindustrie hat. Sie will jetzt auch dagegen steuern, also BMW nennt jetzt so eine neue Elektro-SUV-Kiste die neue Klasse. Und die Autofreaks von euch wissen, was die neue Klasse ursprünglich war. Das war der Mittelklassewagen von BMW in den 60er Jahren. Womit BMW aus der Scheiße rauskam. Ja? Die haben sich also damit quasi wieder nach oben gewirtschaftet. VW will jetzt seine Elektromodelle nicht mehr ID3 oder 4 oder 5 nennen, sondern das heißt jetzt wieder ID Polo, ID Golf, vielleicht auch irgendwann ID Scirocco oder ID Kamangia, ich weiß es nicht. Also man versucht schon wieder mit der Nomenklatur sozusagen alte Gefühle hervorzuholen. Ob das gelingen wird, bleibt fraglich. So, und dieser Zeitartikel, wie gesagt, lest ihn euch durch, der ist bei Zeit Online. Mir hat er wahnsinnig gut gefallen. Das bringt es komplett auf den Punkt, was wir so ein bisschen fühlen und was wir mit unserem Kanal auch rüberbringen wollen. Also, würde mich freuen, wenn ihr euch das mal durchlest.